Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir haben Sonntagmorgen und ich möchte mir einfache, schnelle, vegane Pfannkuchen machen. Und dafür brauche ich folgende Zutaten. 150 Gramm Haferflocken, 50 Gramm Rohrzucker, 170 Gramm Sojamilch und eine reife Banane. Und das ist auch schon alles. Mehr brauche ich dafür nicht. Zuerst gebe ich mir die Haferflocken und den Rohrzucker in die Küchenmaschine und lasse beides erst einmal miteinander sich vermengen. So, du siehst, das ist die Haferflocken und der Rohrzucker sind jetzt sehr fein gemahlen. Das muss man nicht machen, das ist optional. Man kann das also auch wirklich einfach so mit dem Handrührgerät so miteinander vermengen. Dann wird der Pfannkuchen etwas grober. Nachdem die Haferflocken und der Rohrzucker vermahlen ist, gebe ich die restlichen Zutaten dazu. Die schöne reife Banane, die mir auch gleichzeitig noch ein bisschen Süße mitbringt. Und zum Schluss noch die Sojamilch. Auch das nochmal miteinander vermengen. Und fertig ist der Pfannkuchenteig. Als nächstes werden nun schon die Pfannkuchen ausgebacken. Dafür nehme ich hier einfach eine beschichtete Pfanne, lasse sie warm werden. Keine zu hohe Temperatur bei beschichteten Pfannen. Hier beim Backen werde ich kein Fett oder kein Öl verwenden, das geht auch so. Dann nehme ich mir den Pfannkuchenteig, mache so einen Klecks in die Pfanne rein. Wie groß du das machst, das liegt ganz an dir. Und schon sind die ersten Pfannkuchen fertig. Und wie du siehst, das Ganze geht komplett ohne Öl. So schnell sind Frühstück-Pancakes fertig gemacht. Jetzt geben wir dann noch ein bisschen was rüber, ein bisschen Ahornsirup. Das sieht doch lecker aus. So, das war es wieder soweit von mir. Das Rezept ist wie immer zum Nachlesen in der Infobox. Wenn du mehr solcher Videos sehen möchtest, dann abonniere doch einfach kostenlos diesen Kanal und lass mir einen Daumen hoch da. Vielleicht kann ich dich dann ja bald zu einem meiner nächsten Videos wieder begrüßen. Bis dahin mach es gut, bleib gesund und viel Spaß beim Nachbacken. Tschüss.